Mein Name ist Raul, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Berlin, bin Projektmanager in einem gemeinnützigen Verein und bin froh, bei Sequence zu sein. Ich glaube, dass das Thema Sexualität, egal von wem in unserer Gesellschaft, noch sehr tabuisiert wird. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Behinderung und Sexualität ein doppeltes Tabu ist praktisch. Und ich verstehe das nicht. Und ich betreibe damit auf der einen Seite vielleicht Aufklärung, aber auf der anderen Seite möchte ich auch sagen, dass Sexualität, egal ob mit oder ohne Behinderung, Spaß machen kann und wahrscheinlich auch gleich viel Spaß machen kann, es auch keine Qualitätsunterschiede gibt. Und ja, das ist so der Grund, warum ich hier mitmache. Was ich halt interessant finde zum Beispiel, ist, dass ich als Teenager und junger Erwachsener gemieden habe, in den Spiegel zu gucken. Ohne aber gleichzeitig die Einstellung zu haben, dass ich hässlich bin. Ich hatte einfach keinen Spiegel, der auf meiner Höhe hing. Ganz einfach, ja. Und ich habe auch nie das Bedürfnis danach gehabt. Und wenn ich mich dann im Spiegel sah, dachte ich, ach, so siehst du aus, und bin dann halt weitergefahren. Es gibt Leute, die sagen, denk mal darüber nach, warum das so ist. Ich weiß es nicht, also vielleicht fand ich mich auch nicht so attraktiv und ich fand es auch nicht so wichtig, irgendwie attraktiv zu sein. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Also ich habe schon auch gemerkt, dass wie man sich gibt, auch was also einem selber etwas gibt, dass man sich irgendwie wertvoller fühlt, aber dass es auch nach außen unglaublich viel ausmacht. Und ich habe halt gemerkt, dass wenn ich mich anders kleide, dass ich auch anders wirke, nach innen wie nach außen. Auch mit einem Anzug verhalte ich mich anders als mit einem Joggingpulli. Und ich merke einfach schon, dass es mir auch ein anderes Selbstwertgefühl gibt, wie ich mich kleide. Und auch nicht nur wie ich mich kleide, sondern auch wie ich mich pflege. Und das musste ich lernen, anders als vielleicht nicht behinderte Menschen lernen und auch später gelernt und auch eher aus mir heraus gelernt, als dass mir irgendjemand das gesagt hat. Und was ich zum Beispiel, also wir definieren uns ja auch darüber, ne? Als Mensch, das habe ich auch gelernt, dass man differenziert sich ja über Unterschiede. Also ich bin nicht so wie der oder diejenige, anstatt zu sagen, ich bin genauso wie. Es ist immer leichter, sich über Unterschiede zu definieren, oder noch schwieriger ist es zu sagen, wie ich bin. Ich habe gelernt, könnte vielleicht auch ein gewisser Vorsprung sein, dass die Äußerlichkeit eigentlich nichts darüber aussagt, wie der Sex am Ende ist. Also wie schön. Also der Schönheit des Sex hängt nicht mit der Schönheit der Person zusammen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich glaube, was viel mehr Menschen auch lernen könnten. Was ich halt zum Beispiel nicht leiden kann, ist, wenn Menschen mehr aus sich machen, als sie sind. Also mit Schminke, mit Klamotten, also als sie natürlich sind, meine ich. Es gibt Menschen, die natürlich Stöckelschuhe tragen können, aber es gibt auch Menschen, die das nicht können, wo ich dann einfach relativ schnell das Gefühl habe zu merken, das ist aufgesetzt. Und ich scheine eher auf den Menschen zu stehen, der nicht aufgesetzt ist. Das, was wir vermeintlich als erotisch empfinden, also keine Ahnung, ja, Spitze und also so irgendwie diese Beate Uhse-Erotik, ja, das ist nicht die Erotik, die mir entspricht oder die ich mag. Es gibt erotisches Lächeln in der U-Bahn genauso wie erotisches Lächeln im Bett. Und es gibt, also was ich zum Beispiel überhaupt nicht mache, ist bei einer Frau jetzt zum Beispiel auf den Hintern oder auf die Brüste gucken, was mir
Männer oft nicht glauben. Aber das sind für mich keine Merkmale, nach denen ich Menschen einteile. Oder nicht nur einteile, sondern nach denen ich auswähle. Sondern es gibt dann wirklich eher so Sachen wie die Augen, die Hände, die Haare, das Gesicht, das Lächeln, auf die ich achte, das, was sie sagt, wie sie sich bewegt. Ich weiß Dinge, die mir nicht gefallen. Ich glaube schon, dass ich aufgrund meiner körperlichen Disposition andere Dinge eher ausgeprägt habe. Vielleicht Zärtlichkeit, Geduld oder vielleicht auch Sinnlichkeit im Sinne von, dass es nicht jetzt sofort passieren muss, als Nichtbehinderte. Aber es gibt garantiert auch viele Nichtbehinderte, die das auch so tun. Immer dann, wenn ich anderen Menschen meine Liebe gestand, hatte ich das Gefühl, dass ich diese Menschen total überrasche und sie das einfach nicht erwartet haben. Und das ist natürlich sehr verletzend. Und ich war dann schnell eher so der beste Kumpel, ja, vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit dem schwulen besten Kumpel oder der lesbischen besten Freundin, die also keine Gefahr darstellt im Anbahnungsprozess oder dass derjenige sich verlieben könnte. Das tut sehr weh, wenn man merkt, man kommt mit den klassischen Attributen oder mit den klassischen Verhaltensmustern wie Flirten bei dem anderen oder der anderen nicht an. Und dann habe ich auch aufgehört, anderen Menschen meine Gefühle zu gestehen und glaube, dass ich dadurch auch relativ spät erst Erfahrungen diesbezüglich machen konnte, Sex zu haben oder eine Beziehung zu führen und mit ihr Sex zu haben, in der Reihenfolge eher, weil es mir auch nicht darum geht, einfach Sex zu haben, sondern einfach auch darum geht, Nähe zuzulassen zu anderen Menschen. Dieses mit einer Person eins werden, ist halt so dieses, wann ist man denn jemandem so nah, also physikalisch nah, aber ich glaube auch stimmungsmäßig so nah, wie beim Sex. Daher kommt, glaube ich, auch diese Frage ganz oft, wie war ich? Wie fandest du es? Weil das war ein so intimer Moment und man war sich so nah, aber man kann leider nicht in den Kopf des anderen gucken, dass man es dann zumindest irgendwie ein Feedback darauf haben möchte. Und so sehr ich verstehen kann, dass diese Frage total scheiße ist, ja? Also ich kenne Situationen, wo das nicht gut ankam, kann ich aber auch das Bedürfnis danach verstehen. Im Laufe meiner Beziehungen, die ich hatte, habe ich auch sehr viele Fragen mir selber gestellt und, wie soll ich sagen, auch sehr viel gelernt über mich, über das, was mir wichtig ist. Ich habe Sätze gehört, die ich nie vergessen werde von Menschen, von denen ich super enttäuscht war, dass sie die Sätze überhaupt ausgesprochen haben. Sowas wie, so eine schöne Frau hätte ich dir jetzt nicht zugetraut. Oder ich dann über Dritte erfahren habe, dass dann meiner Partnerin gesagt wurde, hast du nichts Besseres verdient und wie stellst du dir das vor? Das sind Sätze, wo ich dann schon auch denke, okay, das wird mich mein Leben lang begleiten, diese Vorurteile oder auch diese Meinungen. Damit muss ich einfach lernen, umzugehen und umso wichtiger ist es, zu wissen, was ich will. Und dann bin ich lieber im Zweifel Single, als die falsche Person zu lieben. Meine ersten Gedanken an dem Thema Sex waren geprägt voller Angst. Angst, selbst enttäuscht zu sein, Angst, dass es nur bei diesem einen Mal bleibt, Angst, dass ich die Person enttäusche. Auch der Enttäuschung natürlich, ne? Also ich selber werde enttäuscht oder ich enttäusche. Ich wusste selber ganz viele Dinge, natürlich schon aus dem Biologieunterricht und aus anderen Arten und Weisen, wie man sich halt informieren kann. Aber wie das jetzt wirklich in der Praxis ist ja dann nochmal was anderes, ne? Also, und ich glaube, das ist einfach wie bei
bei ganz vielen Dingen, dass ich gemerkt habe, ich muss mich einfach nur überwinden. Ich hatte ehrlich gesagt so viel Angst, dass ich eigentlich gar keine Erwartung auch mehr hatte. Also ich habe so viele Körbe in meinem Teenageralter kassiert. Vielleicht habe ich mich auch dumm angestellt, das kann auch wirklich sein. Aber wenn du dann zum 10. oder zum 20. Mal hörst, so, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es liegt nicht an deiner Behinderung, so, dass dann gleich hinterhergeschossen kommt, dann habe ich einfach gewisse Zweifel entwickelt an diesen Aussagen. Und wenn das alle sagen, dann muss da ja vielleicht doch irgendwas dran sein. Und diese Zweifel hatte ich sehr stark. Und ich war dann einfach geprägt voller Angst und so gleichzeitig so aufgeregt. Und wäre es nicht so überraschend gekommen, hätte ich, glaube ich, es auch nicht selber forciert. Also ich hatte keine Strategie. Ich hatte, als ich meinen ersten Sex hatte, da war ich total passiv. Also da war ich dann wirklich derjenige, der so viel Angst hatte, dass ich dann einfach dankbar war, dass die Person mir dann eine, wie soll ich mal sagen, eine Atmosphäre geschaffen hat, in der ich dann mich geborgen gefühlt habe. Das war meine größte Angst, dass ich bestimmte Dinge nicht kann. Und ich immer hoffte, dass sie das entweder nicht merkt oder nicht braucht oder ausgleicht. Also es war immer vom Defizit ausgegangen. Ne? Und ich habe einfach gemerkt, dass aber auch viel mehr möglich ist, als Dinge unmöglich sind. Es geht halt nicht jede Stellung, aber es gefällt ja auch nicht jede Stellung. Man muss auch nicht jede Stellung ausprobieren. Man muss auch nicht jede Stellung ausprobiert haben, um zu wissen, was einem am besten gefällt. Das kann ja auch schon die erste sein. Ne? Also das ist so, wir sind wirklich sehr stark geprägt, das habe ich auch gemerkt, durch meine eigenen Konsumverhalten von Videomedien zum Thema Sex. Und ich meine jetzt nicht nur Pornos, sondern auch so das, was ja tagtäglich auf uns niederprasselt. Und dem auch, was Partner natürlich sehen, kennen, erleben, konsumieren und vielleicht dann auch oft mit anderen Partnern verglichen haben oder so. Dass das relativ wenig mit der Realität zu tun hat, sondern eher so idealisierte Vorstellungen. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so wirkt oder so aussieht und meine Körpergröße wahrscheinlich auch für viele Menschen erstmal fremd ist, was ich jetzt nicht deuten will als gut oder schlecht, sondern einfach erstmal fremd und anders, habe ich schon gelernt, dass es aber nichts ausmacht, um, wie soll ich mal sagen, schöne Momente am eigenen Körper zu erleben, aber auch anderen Menschen schöne Momente zu verschaffen. Und da ist die Körpergröße auch kein wirkliches Kriterium, es ist halt anders. Und ich sehe schon das Kopfkino in den Zuschauern. Es ist anders, definitiv, aber jetzt auch nicht so anders. Sondern es wird auch wahrscheinlich im Bett stattfinden und höchstwahrscheinlich auch ohne Klamotten und alles andere kann man sich ja dann denken. Und es ist möglich, es ist schön, kann auch lange gehen, kann auch kurz sein. Und ich glaube, es ist etwas, was jeder Mensch, wenn er Sexualempfinden hat, es gibt auch Menschen, die kein Empfinden dafür haben, mal erleben sollte. Also wenn du darauf hinaus willst, dass der Sex, sagen wir mal,
mit nicht behinderten Menschen aus der Sicht eines Menschen mit Behinderung normaler ist, im Sinne von mehr möglich, im Sinne von körperlich mehr kompensieren kann. Also das vielleicht das, was ich nicht kann, die Person dann durch ihre körperliche Unversehrtheit ausgleicht. Ja. Aber behinderte Partner oder Partnerinnen sind jetzt nicht weniger sexuell oder weniger sinnlich. Und der Sex ist genauso aufregend und bietet eine unglaubliche Abenteuerfläche, bietet unglaublich viel Potenzial für Komik, vielleicht mehr als zwischen Behinderten und Nichtbehinderten, aber auch nur deswegen, weil wir ja irgendetwas im Kopf haben, das diesem Blümchensex im Fernsehen entsprechen muss. Und das kann man ja auch hinterfragen. Wir reden da mit gespaltener Zunge in der Gesellschaft über Sex. Ne? Also auf der einen Seite machen wir den Fernseher an und sehen in diversen Topmodel-Sendungen halbnackte Menschen. Und es wird behauptet, wir können über alles reden. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, redet kaum jemand darüber, über seinen eigenen Sex. Und man redet dann immer über den Sex der anderen, aber nicht über den Sex, den wir in unseren Schlafzimmern, in unseren Betten haben. Vielleicht reden wir mit unserem besten Freund oder besten Freundin darüber, aber dann wahrscheinlich auch eher die schönen Seiten an einem selbst und die schlechten Seiten am Partner oder Partnerin, aber nicht umgekehrt. Also sowas wie, dass wir sagen, ja, da war ich nicht so gut und der war viel besser oder sie, sondern wir machen unsere eigene Rolle schöner, als sie es vielleicht in Bezug auf Sex sein muss. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass in diesem Diskurs Sexualität und Behinderung, wie soll ich mal sagen, sehr oft Männer zu Wort kommen, behinderte Männer und sehr wenig behinderte Frauen. Und ich frage mich, warum das so ist. Und warum, also was dazu führt, entweder Frauen reden nicht so gerne darüber oder Frauen haben weniger Probleme als Männer oder aber irgendwie leben in einem Umfeld, in dem nur Männer über Sex reden dürfen oder mehr über Sex reden dürfen als Frauen. Und ich finde es aber unglaublich spannend und auch wichtig, mal die Perspektive von Frauen überhaupt auf das Thema Sexualität kennenzulernen. Und vor allem von behinderten Frauen. Und wie die eigentlich ihr erstes Mal erlebt haben oder was ihre Ängste waren. Und die haben garantiert auch oft Selbstzweifel. Viele Frauen, auch ohne Behinderung, haben ja Selbstzweifel, einer gewissen Norm nicht zu entsprechen. Und bei behinderten Frauen ist es garantiert verstärkt. Und da fehlt mir im gesamten medialen Diskurs, und das ist ja hier ein Medium, diese Perspektive. Und gleichzeitig beobachte ich auch, wenn wir über Behinderung und Sexualität allgemein sprechen, und da brauchen wir nur wirklich tagesaktuell die Zeitung aufschlagen, dann beobachte ich so eine gewisse Verlogenheit. Also auf der einen Seite diskutieren wir gerade gesellschaftlich, dass Prostitution Menschenhandel ist. Und auf der anderen Seite sind aber Sexualbegleiterinnen für Menschen mit Behinderung legitim. Aber letztendlich ist ja beides gekaufter Sex oder gekaufte Intimität. Dieser gekaufte Sex oder diese gekaufte Intimität ist nur für Männer gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt käuflichen Sex für Frauen gibt. Also ja, im Sinne von Callboys, aber für behinderte Frauen wahrscheinlich ist es noch weniger. Und es hat sicherlich Gründe, dass Frauen vielleicht auch Sexualität anders erleben und auch andere Bedürfnisse an Sexualität haben als diese ultimative Befriedigung jetzt. Aber trotzdem wollen Frauen, ob mit oder ohne Behinderung, erst Sexualität erleben.
und Sex haben. Und da gibt es gar keinen, also jedenfalls aus meinem Kenntnisstand, gar keinen Diskurs drüber, wie eigentlich behinderte Frauen gerne Sex hätten. Und ich glaube auch, dass Menschen, die auf Sexualbegleitung setzen, also Männer, auch eher etwas kompensieren, als dann darin die Erfüllung zu finden. Also kompensieren im Sinne von, sie hatten dann mal Befriedigung, aber es ersetzt keine Liebe. Und es ist auch keine Liebe. Und es ist gekaufte Liebe, die auch keine wirkliche Liebe ist, sondern Schauspiel. Und ich glaube, Männer müssen aufpassen, das nicht zu verwechseln. Und ich will das gar nicht werten, ob es gut oder schlecht ist. Deswegen bin ich gerade so vorsichtig in dem, was ich sage, weil das steht mir nicht zu. Ich habe meine Meinung, aber es steht mir nicht zu, das irgendwie anderen aufzudrücken. Ich finde es wirklich aber sehr interessant, dass Frauen so wenig über Sex von behinderten Frauen gesprochen wird. Und das meine ich gar nicht aus so einem voyeuristischen Aspekt, der auch sicherlich für viele Menschen dann da wäre, sondern ich meine es wirklich so aus diesem, wie kann man eigentlich behinderten Frauen helfen Aspekt, oder was kann man mit und für behinderte Frauen entwickeln, damit sie auch mehr oder öfter dieses Erlebnis haben. Die es haben, für die braucht man das ja nicht machen, aber für die vielen, die es eben nicht haben. Und Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung haben genauso ein sexuelles Bedürfnis und die wurden bis in die 90er Jahre noch sterilisiert. Also das ist auch gesellschaftlich, finde ich, ein sehr relevantes Thema. Und da, glaube ich, müssen wir alle noch ein bisschen mehr Mut haben, auch darüber zu reden.